Let us recap. 3 years ago, you were sent to the center of the Earth as part of a top-secret mission to ensure the delivery of Little Orpheus, an atomic-powered capsule. You promptly vanished until you casually wandered up to Molodiyozhnaya station 3 years later, claiming to have saved the world, but lost Little Orpheus in the process. Is this correct? Yes, General, it is, but... You are charged with many crimes against the state, including desertion, lying to a superior officer, and sedition. Any one of these charges bears the punishment of execution by firing squad. Und damit herzlich willkommen zu Little Orpheus. Und das fängt alles ein bisschen anders an als gedacht. Es wurde gar nicht die Episode vorgestellt. Wir sind mittlerweile in Episode 8. Die Säulen der Welt. Heißt diese Episode. Vielleicht kommt es ja noch. General, Wir lassen uns überraschen. I did my best. It's all true. I swear upon the lives of my family. Oh, do you? Auntie Marcia and Uncle Vanya, the traveling tinker and the pig dentist, or perhaps Cousin Pavel, the criminal mastermind with the unhealthy taste for eggs. How stupid do you think I am, Kamerad Ivanovich? So, ist das jetzt eine Rückblende hier oder ist das... Ich weiß es gar nicht. Geht die Geschichte weiter? Or was it watchmaker father who apparently taught you all he knew, despite being killed when you were less than 5 years old? I was a fast learner? Ich habe schnell gelernt, das You had stimmt. precisely 1 minute to convince me not to summon the guards, and have you shot on the spot? A minute? A lifetime. It's all I need, General. Okay, jetzt kommt der Vorspann. Little Orpheus. Episode 8. Die Säulen der Welt. Und da sind wir auch wieder im Spiel. Na, wollen wir mal sehen, was diese Säulen der Welt zu bedeuten haben. Ne? My father, I told you, I think I told you, he was a toy maker, and he often played with clockwork parts. But this made all those childhood wonders pale into insignificance. And it was fortunate indeed that my uncle... Vanya, the pig dentist? No, my other uncle, Sasha, had taken me mountaineering in the Urals during my childhood, for it was only by scaling these giant mechanical parts that I would reach Little Orpheus. Yes, I had been thinking that it seems awfully convenient that you were such an accomplished climber. I don't, however, recall any mention of this Uncle Sasha in your file. He was a very private man. A very unlikely man. That was Uncle Sasha's blessing and his curse. Okay, wir scheinen hier in einer riesengroßen Uhr zu sein. Sollen das wirklich die Säulen der Erde sein hier? Das ist ein bisschen unverständlich, aber mal schauen, wo die Geschichte hinführt. Wir müssen hier also durch Uhrräder springen oder Zahnräder. Moment, erstmal bitte dort ran und dann hier rausziehen. Wir müssen scheinbar ganz nach oben kommen. Aber das kriegt man schon hin in der Uhr hier, denke ich mal. Bis jetzt sind ja auch noch keine feindlichen Tiere oder irgendwas, was uns hier verfolgt, zu sehen, ne? Aber dort oben bekommen wir es wieder mit irgendeinem Schalter zu tun. Das heißt, den müssen wir auf jeden Fall ziehen, damit wir hier weiterkommen. Ah. Jetzt können wir wieder diesen Schlüssel hier rausziehen. Es geht sehr schnell nach oben. Okay. Oh, hier werden wir wahrscheinlich zerquetschen, ne? So, warte mal, jetzt können wir auf jeden Fall hier stehen bleiben. Ah, jetzt müssen wir hier durch. Schnell, schnell, schnell. Jawohl, wunderbar, das hat geklappt.
Und ganz schnell hier weg. Wir erklimmen die Säulen der Welt. Das sollten wir hinkriegen. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Those great wheels and cogs clashed and boomed. The vast hands of all time crunching forever and ever around. Ivan Ivanovich. Pendulums and springs and great big wheels. Stimmt, and Zahnräder tiny sind das. little wheels. Tavarish Privalov, stop. Though at least the Menk were not here, especially as they seemed to infest the world below the surface. Menkf, Menkf everywhere. Menkf, Menkf, Menkf. Many Menkf. Menkf plenty. Menkf. You are bambling. Comrade, enough. Ich sag doch, wir drehen durch, oder? Wir wären verrückt. Wir wären irgendwie verrückt hier. Aber dennoch müssen wir uns hier unseren Weg durchbahnen und die Geschichte zu Ende erzählen. Oh, hier warte ich lieber. Komm, jetzt könnten wir es schaffen. Ja, ja, alles gut. Alles wird gut, Ivan. Alles wird gut. So, wir müssen auf jeden Fall weiter nach oben. Sieht auch wie ein Glockenturm aus oder so. Aber da bin ich mir auch noch nicht so schlüssig. Ich hoffe doch mal... Oh, oh Gott. Das habe ich ja überhaupt nicht gesehen hier. Dass ich hier... Oh Mann. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, schnell weiter. Oh Mann. Oh, der hätte mich fast weggeschnipselt, ne? High above, on the clock face, perhaps, with his radios and his crystals. So, schnell hier durch. If I could just reach him, I could use the bomb. There is no bomb. Okay, das hat geklappt. Wunderbar. You have Na klar gibt's eine idea how to Bombe. make a bomb. You have no idea about how to do anything one might actually expect of a cosmonaut. The bomb? Ivan Ivanovich! General? Time is up. Das kann nicht sein, dass die Zeit um ist. Ich erzähle doch noch immer meine Geschichte. Alles wird gut. Alles wird gut. Stop talking, Tavarish. You don't know what happens next. It is obvious. You've done very well. I applaud you for your efforts and your story. It is a wonderful tale, Comrade Privalov. I have enjoyed it immensely. But every story needs an ending. And it is clear yours does not have one. Na, das stimmt. Jede Geschichte braucht ein Ende, aber jede Geschichte hat auch einen Anfang. I think that even if I gave you all the time in the world, it would not be enough. No, 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 General. I can do this. That is, I remember what happens next. I just need to catch my breath and compose myself. We both know how this story ends, comrade. But Little Orpheus, you haven't heard what happened. We will find out soon enough. You will be executed, and another expedition will be sent. No! No, you cannot. You cannot. We must never go back. You don't understand. Tja, wir dürfen nicht zurückgehen. Das stimmt. Me, then. Make me understand. I am a kind man, although you may not believe this. I do not want to have you shot. So help me. Make me understand. Tell me what happened to Little Orpheus. Ich versuche doch schon die ganze Zeit zu erklären, was mit Little Orpheus geschehen ist, aber du hörst mir ja nicht zu. Ivan Ivanovich? It was... it was... No. I'm sorry, General. I'm sorry, I have no idea. You are right. I simply cannot think what happened next. It's just... a blank, General. There's nothing there.
very tired, you see. Comrade Privanov. Ivan. You're right. It's over, General. Perhaps you would be so kind as to write to my mother for me. Of course I will. You are a kind man, as you have said. And, General, Yes, Ivan. was it a good story? Oh, yes. It was an excellent story. Thank you, General. I am just sorry I couldn't give you an ending. Unless... General? Quiet, Tovarish. I am thinking. Unless... I seem to remember that there were many problems with Little Orpheus during production. General? Problems with the casing around the atomic battery. Concerns. Concerns, General? Yes, concerns. Unlikely though that might be. Yeah, it seems if I remember that it failed to secure properly. A sharp blow could spring the hatch and expose the fragile casing of the bomb to any would-be vandal. I'm not sure I follow you. A resourceful yet forgetful hero might, one would think, take advantage of that fact. But how, General? Where would I find something to strike it with? The son of a watchmaker would easily find something within a giant clock mechanism that resembled a hammer, surely. A hammer? Why, yes, General. I do remember now. I grasped the hammer-shaped thingamabob. Let's just agree it was a hammer, Ivan. Yes, of course. Let's do that. I recovered my senses, shook my head, and looked about me. In my distracted stupor, I had climbed further up the tower than I ever thought possible. In front of me was the clock face, and I gazed out through it at the sheer expanse of history. And I knew whatever happened next... happened next? The hand of destiny had fallen upon your shoulder. Yes! It had. And what an extraordinary hand it was. Hat der General jetzt etwa uns geholfen? Okay, das ist doch die Bombe, oder? Oh nee, da ist der Kerl wieder. Das ist doch toll, oder? Ach du Scheiße. Okay. Okay, ich renne. Ich renne. Wir müssen hier entkommen. Aber wie kommen wir hier aus der Zeitschleife raus? Bin mir noch nicht so ganz sicher. Der mit seinen Funkelaugen da. Aber was für eine Wendung, oder? Der General gab uns den Tipp, dass wir uns vielleicht doch noch daran erinnern konnten, was geschehen war. Okay. Wir können nichts machen, außer hier im Kreis zu laufen. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Alles gut. Irgendwie kriege ich das. Oh Gott. Boah, das war knapp. Das war sehr knapp. Es ist... Ja, ich liege aber noch gut in der Zeit, oder? Und wir müssen dem Verrückten hier entkommen. Okay. Das war, glaube ich, nicht richtig, was ich jetzt gemacht habe. Oh nein. Und jetzt die ganze Mist nochmal machen. Ich konnte ja gar nicht... Ich konnte gar nicht weiter. Da war nichts mehr. Okay, der hat uns jetzt... Ah. Alles klar. Komm schon, schlag zu. Haben wir echt die Bombe in die Luft gejagt, damit wir den Toll da fertig kriegen? And so, Toll was defeated. Little Orpheus destroyed, the bomb lost forever. Not just that, General. In that moment,
time sprung back to its proper shape, and I found myself once more in Plutonia, the start of my journey. But the wound in the interior sky was gone. The drill was gone. It was as if I had never been here. And they were nymph, free and happy, without the tyranny of toll, free to pursue their simple lives. But we can never go back? Never, General. One drill, one metal sphere, one lone cosmonaut was nearly enough to destroy time and unleash the tyrant toll upon our world. Who would think an innocuous beeping radio housed in a ball of metal could change the world so dramatically? Who indeed? But tell me, what of you? And what of your return to the surface? I stayed amongst the Mienk for as long as I could. But I came to realize they had begun to worship me as a king. No, General. I am a good socialist and could not allow this workers' paradise to become corrupted. And so I left that wonderful land for the last time. And then? And then I walked. For 2 years I wandered, always looking for a way home, through lands and worlds almost beyond imagination. Until one day I emerged, blinking into sunlight, and realized I was home. Until one day I emerged, just like that? You just found your way back to the surface? Well, General, it was a little more complicated than that. There were great obstacles to overcome, and terrible challenges to face, and incredible lands to explore. Enough, Ivan. Little Orpheus is lost forever. The interior is sealed. You have returned with a story of socialism, triumphing over incredible odds. It is, as I said, enough for one night. Enough for my report, at least. General, if I may... Kamerad Ivan Ivanovich Privalov, you are found guilty of all charges brought against you and sentenced to execution by firing squad. However, having listened to your story, I believe you are quite mad. In other words, I find your madness guilty, not you. And we cannot execute madness. And indeed, there are lessons to be learned, even in the depths of this madness. Perhaps the Americans were right to send a chimp after all. So, General? Get out of my sight, Ivan. Go home. Enjoy a state pension as a madman. Just make sure I never see you again. Yes, General. Of course, General. Anything you say. I shall be small and quiet and live a life without excitement and... Out! Until one day I just emerged. Oh, very good, Tavarish. Very good indeed. Okay. Ja. Wir sind also frei. Wir sind frei. Der General hat uns einfach gehen lassen, weil er uns für verrückt erklärt hat. Einfach so, ohne irgendwas. Boah. Okay. Puh, ist das jetzt wirklich schon das Ende von Little Orpheus? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Es fehlt nämlich noch eine Episode. Und da ist Laika. Mein treuer Freund. Tja, Ivan, du bist zu Hause. Was? Modus, die verlorenen Auszeichnungen jetzt verfügbar. Aber wir haben noch eine Episode vor uns. Bonus-Episode. Zwiebeldämpfe steigen zu Kopf. Okay, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie lange die Bonus-Episode geht. Das heißt, Episode 8 war die letzte und ich sehe gerade, gab es hier etwa Sammelgegenstände zu finden. 0 von 9, 0 von 10, 0 von 9, 0 von 7, 0 von 7, 0 von 7, 0 von 6, 0 von 5. Ich habe mich, glaube ich, nicht wirklich richtig umgeschaut, oder? Was sind denn das für Dinger, die dort oben sind? Boah, heftig. Ach nee, die sind, glaube ich, neu dazu. Das sind, glaube ich, neu dazu gekommen.
Weil wir jetzt das mit dem Hund freigeschaltet haben. Wir könnten jetzt alle Episoden nochmal spielen und diese Sammelgegenstände suchen. Ja, das stand da, glaube ich, gerade. Ich habe es weggemacht. Ach, Mann. Hätte vielleicht die Credits durchlaufen lassen sollen. Aber wir werden auf jeden Fall diese Bonus-Episode Zwiebeldämpfe steigen zu Kopf noch spielen. Und ich verabschiede mich erstmal von euch und dann schauen wir mal, was uns in der letzten Episode, in dieser Bonus-Episode noch erwartet. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.